Heute ist der 24. Mai 2017 und heute, genau vor einem Jahr, sind wir in Hamburg losgefahren. Jetzt sind wir genau ein Jahr unterwegs. Und die Hunde freuen sich auf jeden Fall auch mit uns. Meine Lehne, meine Uhr. Ja, 19 Jahre. Ach so. Салют путешественников! Здравствуйте! Здравствуйте! Hallo, wir sind schon ein paar Tage in Chelyabinsk jetzt. Heute ist der 28. Mai. Ich habe Geburtstag und wir haben schon ganz gut irgendwie gegessen zum Mittag. Jetzt gibt es noch Kuchen und ist richtig schön. Hier schlafen wir bei Olgas Onkel und Tante. Привет! Geologischen Museum in Chelyabinsk und wir begutachten den Chelyabinsk-Meteorit. 15. Februar 2013 ist sie hier runtergegangen, wenn ihr euch ja noch an die Nachrichten erinnert. Das war in Chelyabinsk. Jetzt ein Bruchstück von dem Meteoriten noch im Museum ausgestellt. Ziemlich abgefahren. Na, hier gibt es auch noch Vorfahren von Schaf. Flauschige Nassbahn. So, wir wechseln gerade unsere Reifen. Wir haben 4 neue Reifen am Start. Schwalbe Marathon Mondial. Evolution, also irgendwie die Deluxe-Version. Wir hatten jetzt bisher die normale Version, also mit so einem Ring drin halt. Und jetzt haben wir quasi irgendwie die Faltreifen-Version. Und die soll noch ein Stück stabiler sein. Ja, mal gucken, wir bauen die jetzt rauf. Sind jetzt 18.000 Kilometer gefahren mit den Reifen insgesamt, 17.000 auf unserer Tour und 1.000 davor noch. Sind sehr zufrieden gewesen, aber ja, jetzt kommen mal neue rauf. Wir sind schon seit Tagen in Chelyabinsk und langsam müssen wir weiter. Seit 2 Wochen sind wir hier. Es wird jeden Tag nach hinten und hinten verschoben, unsere Fahrt. Wir sind gut aufgehoben bei meinem Onkel und Tante, haben wunderbare Zeiten gehabt. Meine Mama war zu Besuch, meine Freundin aus Deutschland war auch durch Zufall zu Besuch. Haben wir erste Woche uns mit allen möglichen Leuten, Michael hat neue Verwandten kennengelernt. Jetzt spazieren wir in einem Waldpark. Ist ganz schön hier. Und es war auf jeden Fall richtig schön, hier mal ein bisschen Pause zu machen. Wir haben die letzte Zeit echt ganz schön viel Gas gegeben. Ja, nochmal, denke ich, ein paar neue Einblicke so
nach Russland bekommen, wie so das normale Leben hier so abläuft. Schon anders als in Deutschland. Es gibt viele Teepausen. Es gibt zum Tee auf jeden Fall immer Marmelade, die man so mit einem Löffel einfach aus dem Glas isst, ohne Brot. Das ist ganz gut. Es gibt öfter auch mal was zu trinken, durchaus. Auch wenn man noch arbeiten muss. Und wir haben auch irgendwie ein bisschen Kulturprogramm gemacht. Wir waren im Ballett, wir haben Jazzfestival besucht? Genau, ein Jazzfestival waren wir. Wir haben uns so eine Orgel angeguckt, hier also in so einer Orgelkonzerthalle. War richtig gut. Das freut mich. Наши гости покидают наш город. Пока, спасибо большое. Михель. Wir sind wieder unterwegs. Die ersten Meter, wie fährt es dich? Neue Reifen, neue Schuhe. Der Fahrt ist so schwer wegen neuem Essen. Aber ich glaube, es wird was. Ich glaube auch. Fertig gefahren für heute, 60 Kilometer raus aus Tscheljabinsk, sind jetzt schon im Kurgansker Oblast und es geht jetzt nach Kasachstan. Es war richtig tolle Zeit bei meiner Familie, aber jetzt ist auch langsam die Zeit weiterzufahren. Wie mein Onkel gestern am Tisch sagte, das Leben ist Bewegung, deswegen sollte man sich weiter in die Bewegung bringen. Die LKW-Fahrer drehen schon wieder durch. Deswegen bauen wir jetzt wieder unseren Stock an mit der Regenjacke. Hoffen wir, dass sie wieder ein bisschen mehr Abstand nehmen. Wir fahren jetzt in das nächste Dorf, Shuche, oder so ähnlich heißt das. Und dann, dadurch können wir glücklicherweise einmal die Hauptstraße kurz verlassen und nehmen hier so einen kleinen Schleichweg. Das sind irgendwie 2 Kilometer mehr, aber dafür dann runter von der Straße, schön ein bisschen durch die Natur. Привет!
торговый магазин. Да. Mittagszeit, Brot, Gurken, Auberginenpaste und Brottrank. Ja, so läuft das hier. Das Problem ist auch einfach, dass die Straßen hier so dermaßen scheiße sind in Russland. Ich meine, guckt euch das hier mal an. Aufgeriffelte Straße hier. Und das ist eine der Hauptverkehrsadern in Russland. Wenn du in Russland von Moskau nach Wladiwostok, also von West nach Ost willst, dann musst du über diese Straße fahren. Guckt euch das mal an. Das ist so, als wenn man in Deutschland von Hamburg nach München fahren wollte und man da über so eine Straße fahren müsste. Das ist genau das Gleiche. Zieht euch das mal rein, das ist doch bescheuert. Ja, jetzt wird sie gerade noch ein bisschen breiter. Scheiß Moment hier, um das Ganze zu filmen. Hier ist sie noch nämlich einmal richtig schön breit. Normalerweise ist sie halb so breit. Das ist unglaublich. Ja, so sieht es hier im Moment aus, also irgendwie ein bisschen Wald, teilweise so große Grünflächen, so wie hier jetzt. Und vor allen Dingen sind richtig viele Moskitos unterwegs, also die saugen mich hier schon gerade wieder leer. Wir sind die ganze Zeit langärmlich eigentlich unterwegs, damit wir uns ein bisschen schützen können. Und es sind jetzt noch, ich glaube, knapp 300 Kilometer bis zur Grenze, 280 oder so. Also in 3 Tagen wollen wir da sein und dann sind wir in Kasachstan. Es ist echt toll, wieder unterwegs zu sein. Wir waren jetzt lange 2 Wochen, wo wir echt überhaupt gar kein Rad gefahren sind. Deswegen ist es schön, wieder zu Hause zu sein auf dem Rad, im Zelt. Es sind so viele Mücken unterwegs, das ist so krass. Habe ich noch nie gesehen. Weg von hier. Ja, los geht's. Hallo, wir sind in Kurgan und das ist eine ziemlich besondere Stadt auf unserer Reise tatsächlich. Weil es ist die nördlichste Stadt, in der wir auf unserer gesamten Reise sein werden. Zumindest das, was wir geplant haben. Also wir sind jetzt ungefähr auf der Höhe von Kopenhagen, so um mal einen Vergleich zu Deutschland zu haben.
Und jetzt geht es quasi die ganze Zeit Richtung Süden. Und auch in Amerika und so weiter werden wir nicht weiter nördlich kommen. Das ist der allernördlichste Punkt jetzt. Nehmen eine kleine Abkürzung durch die Natur und müssen dadurch nicht auf der Hauptstraße fahren. Sehr schön. So, Belohnung, dass wir jetzt 5 Kilometer mehr als geplant fahren. Für Michel gibt es ein Bier. Gab es nur 2 Sorten. Gab es das und das Gaporalski Meister, was wir schon probiert haben, war nicht gut. Givoyer. Und für mich gibt es die gute Assortie aus eingelegten Tomaten und Gurken. Sehr schön. Счастливого Пути. Gute Reise. Wir sind jetzt wieder auf der Hauptstraße. Nach rechts müssen wir, Experte. Olga wollte gerade schon zurückfahren nach Chelyabinsk in die falsche Richtung. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wirklich Sommer ist. Und dementsprechend verabschieden wir uns von unseren Winterschuhen. Die haben wir in Bosnien und Herzegowina gekauft, Anfang November. Und ja, sie haben uns sehr gut durch den Winter gebracht. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wir stellen sie jetzt hier hin, vielleicht freut sich noch irgendjemand. Sauber. Tourist? Да. Велосипедист. И куда едете? Astana, Kasachstan, Batum, Kirgisistan, Tadschikistan. Узбекистан не едете случайно? Что? Узбекистан не едете? Едем? Да. Едете? Kirgisistan, Batum, Tadschikistan, Batum, Узбекистан и Batum, Иран. А, Иран. В Иране, да, там немного строго. Там будьте осторожны. Вам надо будет косинку одеть. Да. Косинку обязательно. До свидания. Спасибо большое. Das ist gut. Da stellen wir das Zelt einfach hin. Fertig. Na, die Moskitos sind auch schon da. Ah ja, doch, man sieht sie ein bisschen. Das Zeug wirkt, die sitzen sich nicht auf mich, aber sind trotzdem hier und nerven. Ich glaube,
Naливай. Morgen unbedingt kaufen. Nummer 1 auf der Liste. Guten Abend. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Grenze, die letzten 10 Kilometer oder so. Wir werden gleich vorher nochmal unser Zelt aufschlagen, dann unsere letzte Nacht in Russland verbringen. Ja, bedeutet, unser Abenteuer in Russland neigt sich langsam dem Ende. Es war richtig schön, richtig interessant. Auch neu für mich, sich als quasi nicht aus dem Staat, wo man kommt, sondern alle anderen Städte anzugucken und allgemein anders wahrgenommen zu werden, ab und an nicht als Russin wahrgenommen zu werden. Irgendwie spannend. Wie unterschiedlich das Land ist, ja, weiß man natürlich. Es ist ein riesiges Land mit unterschiedlichen Völkergruppen und Ethnien. Es war richtig spannend. Also im Süden fing das irgendwie an, da war alles sehr muslimisch geprägt. Und dann in Kalmykien, in Ilistar, war auf einmal alles vom Buddhismus geprägt. Die Leute sahen irgendwie total anders aus. Und jetzt hier sind die Leute auch wieder komplett anders. Aber überall verbindet die Menschen halt irgendwie die Sprache. Alle sprechen Russisch. Das macht das Land irgendwie sehr, sehr spannend, finde ich. Und in Deutschland sich so wundert und sagt, das Land ist so groß und es gibt keinen Dialekt. Und wie kommt das dazu? Es ist so, dass es jedem Gebiet die Leute noch eigene Sprache sprechen. Und Russisch war dazu da, dass die alle zusammentut, dass die sich alle verstehen. Auch ich habe ein bisschen Russisch gelernt in der Zeit, was auch ziemlich cool ist, finde ich. Es ist eine sehr, sehr interessante Sprache, die auch durchaus gewisse Ähnlichkeiten zum Deutschen hat oder auch viele Wörter. Deutsche Wörter, würde ich sagen, Viele nicht Wörter. Ähnlichkeit. Ich habe mich auch sehr gefreut über die Sachen, die ich von Kind aus kannte und mochte, über das Lebensmittel, die ich gern gegessen habe, die wir die ganze 2 Monate zur Verfügung hatten und die man kaufen konnten und alles ausprobieren. Und Michael konnte auch viele spannende Sachen probieren und erleben. War sehr lecker, halt auch, ja, vor allen Dingen sehr viele vegane Sachen. Bisschen, naja, nicht so schön an unsere Erfahrung mit den Autofahrern und den LKW-Fahrern, die im Video ja auch teilweise zu sehen bekommen. Wir konnten natürlich nicht alles filmen. Die brenzligsten Situationen haben wir wahrscheinlich nicht auf dem Band. Aber es ist alles gut gegangen. Also die Leute hier können einfach irgendwie kein Auto fahren und die interessieren sich null für die Regeln, sofern es dann irgendwie überhaupt welche gibt. Es wird so schnell gefahren, wie man möchte. Es wird irgendwie überholt, wo man möchte, wie man möchte. Also es kam ja, jeden Tag bestimmt 5-mal, 10-mal oder so irgendwie vor, dass halt auf unserer Spur auf einmal ein Auto von vorne kam, weil der einfach überholt hat, ohne Rücksicht auf uns zu nehmen. Wir mussten reagieren auf die verdammten Aktionen von den Autofahrern hier. Also ziemlich crazy. Ja, sonst noch was? Nee, wir
kommen wieder. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Wir haben noch so viele Orte nicht gesehen, die ich auch gerne sehen würde und die ich gerne mich zeigen würde. Ja, definitiv. Also, was wir irgendwie auch öfter gesagt haben, irgendwie so eine Tour mit so einem alten Lader oder sowas durch Russland, wäre auch nochmal eine coole Unternehmung. Mal gucken, vielleicht machen wir das auch nochmal, wenn wir mit unserer jetzigen Tour durch sind. Werden wir sehen. Aber jetzt geht es erstmal mit dem Fahrrad weiter nach Kasachstan. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Like. genau, einen Daumen nach oben. Teilt das mit euren Freunden, mit eurer Familie und so weiter. Erzählt denen von unserer Reise, wenn euch das gefällt, was wir machen. Wir wollen auf jeden Fall irgendwie so viele Leute wie möglich erreichen. Inspirieren. Zeigen, was auf der Welt so los ist. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr uns gerne die auch stellen. Ab in die Kommentare, genau. Genau, beantworten wir auch gerne. Oder schreibt uns eine Mail oder weiß der Geier was. Schaut ansonsten noch auf unserem Blog und auf Facebook und so weiter vorbei. Ihr wisst das ja alles. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in Kasachstan. Macht's gut. Vielen Dank fürs Anschauen. Tschüss. Ciao.